Guten Morgen, endlich wieder ein normaler Rhythmus, kein Urlaub mehr. Ich bin gerne im Urlaub, aber so rhythmusmäßig komme ich dann ein bisschen durcheinander. Auch vom Essen her komme ich dann ein bisschen durcheinander. Ich mag meinen Alltag, deswegen bin ich jetzt froh, dass mein Urlaub vorbei ist und ich wieder meine normalen Routinen fahren kann im Endeffekt und mein normales Essen, keine Ausnahmen, also es gibt schon Ausnahmen, aber trotzdem, ich laufe mehr in der Spur in meinem Alltag und das gibt mir irgendwie Festigkeit und darüber bin ich jetzt total happy. Aber es ist Montag, nicht vergessen, das bedeutet, ich stelle mich wieder kurz vor. Ich bin Laura, das ist mein Abnehmen-Vlog und ich zeige euch, wie ich möglichst langsam abnehme, um den Jojo-Effekt zu vermeiden und hoffentlich, wie ich später auch den Jojo-Effekt vermeide. Hier geht es wirklich um langsames Abnehmen. Ich esse intuitiv und zähle Kalorien. Ich kombiniere das so ein bisschen, weil ich nicht immer Lust habe, Kalorien zu tracken und weil ich auch auf mein Körpergefühl hören will zwischendurch. Deswegen mache ich das so und damit ich ungestresst bin. Ich habe ganz viele Diäten in meinem Leben gemacht und ich habe überhaupt keine Lust mehr auf irgendeine Diät, weil es bei mir immer hoch und runter, hoch und runter, hoch und runter ging. Und deswegen mache ich jetzt den langsamen Weg, den ganz langsamen Weg. Der nervt mich ein bisschen. Der dauert natürlich ein bisschen, aber es ist der richtige Weg für mich. Davon bin ich überzeugt, weil für mich das wichtigste Ziel ist, nicht wieder in so eine Jojo-Falle reinzugehen und nicht immer dieses Hin und Her. Ich möchte Ruhe für meinen Körper. Insgesamt habe ich jetzt minus 12 Kilo, allerdings 10 davon bis Ende letzten Jahres. Ich hatte für mich jetzt das erste halbe Jahr ein bisschen Probleme wieder reinzukommen und habe für mich entdeckt, das erste halbe Jahr, da machst du jetzt nur noch Erhaltung. 2,5 habe ich seitdem wieder abgenommen. Seit Ende Juli, glaube ich. Jetzt war ich einen Monat im Urlaub. Und jetzt geht's weiter. Jetzt wird gefrühstückt. Also ich habe schon Kaffee getrunken mit Kokosöl. 20 Gramm. Ich wusste eben nicht, habe ich 20 oder 10 genommen. Aber ich glaube, ich habe 20 Gramm Kokosöl genommen mit 2 Kaffee in Kombination. Den habe ich heute auf dem Weg hierhin und auch noch hier bei der Arbeit getrunken. Er hat so gut geschmeckt. Ich weiß auch nicht, wenn ich zu Hause mir einen Kaffee mit Kokosöl mache, dann mache ich meistens 7 Gramm rein. Und für meinen To-Go-Kaffee, sage ich jetzt mal, mache ich circa pro Kaffee 10 Gramm rein. Und zu Hause wäre mir das zu ölig. Aber unterwegs mag ich es total gerne. Ich weiß auch nicht warum. Jedenfalls werde ich jetzt aber richtig frühstücken, in Anführungsstrichen. Wir sind ja erst letzte Woche Freitag aus dem Urlaub wiedergekommen und haben eigentlich so ein bisschen rumgehangen, haben am Samstag so einen Notfalleinkauf um 20 vor 12 abends gemacht, also nachts, abends, keine Ahnung, und haben ganz dubios eingekauft, also so irgendwie nicht so richtig. Deswegen gibt es für mich jetzt eigentlich ein Standardfrühstück, aber auch irgendwie ein Notfall-Fastfood Frühstück. Und zwar das hier. Da sind sie wieder, die Sardinen. Ich stehe ja momentan total auf Sardinen. Ich weiß auch nicht warum. Das sind jetzt meine ersten Sardinen seit vor dem Urlaub. Also ich habe die schon ziemlich lange nicht mehr gegessen, aber ich habe total den Hyper drauf. Auch auf Lachs. Also ich denke einfach, mein Körper braucht Omega-3. Und dann gibt es für mich hier einen Apfel, das ist Elster. Und 5 Maiswaffeln. Das gehört zu meinem Frühstück. Dann trinke ich mir noch einen Shake, damit meine Eiweißportion auch gut gefüllt ist. Beziehungsweise ich hoffe, dass mich das dann ein bisschen länger satt macht. Das sind ich glaube 35 Gramm Protein meiner Wahl. In diesem Fall ein veganes Protein, weil ich das am besten vertrage. Mit einer Zitrone drin, die ich nicht getrackt habe, weil Zitrone. Und Wasser und Eiswürfel. Und ich freue mich schon drauf, den zu trinken. Das, was noch im Haus da war, habe ich kombiniert. Die Äpfel, die haben wir natürlich noch geschafft zu holen. Ich habe ja momentan total den Apfelhyper. Ich weiß auch nicht wieso. Ich genieße das auf jeden Fall, dass mir die Äpfel momentan so gut schmecken. Und ich werde jetzt auch mein Frühstück genießen. Wir sehen uns gleich. Jetzt wird gesnackt, beziehungsweise es gibt Mittagessen. Ich weiß auch nicht, warum ich immer snacken will. Aber es ist irgendwie auch ein Snack. Es ist nur ein kleines Mittagessen, weil ich mir für heute Abend einfach noch ein paar Kalorien übrig lassen will. Aber diesmal nicht ganz so viele wie sonst. Ich möchte ja die Portion klein halten. Und das ist irgendwie mal total cool, wieder zu tracken. Ich habe ja schon Ewigkeiten nicht mehr getrackt. Über einen Monat. Und irgendwie ist es mal total cool, jetzt wieder das zu machen. Es ist wie so ein Reinigungsprozess gefühlt. So ein bisschen. Ich stehe dem im Moment noch positiv gegenüber. Für mich gibt es das hier. Das sind Kichererbsen mit Sojasauce Sweet and Spicy. Ich habe die normale Sojasauce nicht getrackt, weil es nicht so viele Kalorien sind. Und dann habe ich mir ordentlich Pfeffer drüber gemacht. Und ich freue mich drauf, das jetzt gleich zu genießen. Und das ist genau das gleiche wie heute Morgen. Mit dem Einkaufen hat das ja letzte Woche nicht so gut funktioniert. Deswegen gibt es heute Kichererbsen, weil die waren noch da. Das war die letzte Dose. Und ich liebe ja Kichererbsen. Deswegen passt das ganz gut. Kichererbsen ist ja auch immer so ein perfektes Fastfood. Also Dose auf, abspülen, ab in die Schüssel, würzen, essen. Ach so, und das will ich natürlich nicht unterschlagen. Ich esse noch eine Möhre dazu, damit ich auch ein bisschen Gemüse habe, obwohl Kichererbsen ja auch
irgendwie Gemüse sind. Wir sehen uns später beim Abendessen. Leute, es gibt Abendessen und ich freue mich drauf. Es wird gefrostet. Ja, ich habe schon so lange nicht mehr gefrostet. Ich glaube seit 1,5 Wochen oder 2 Wochen jetzt. Für mich gibt es Hühnerfrikassee Veggie. Ich habe ja wirklich mehr als genug Fleisch jetzt die letzten Wochen gegessen. Und ich will jetzt bewusst ein bisschen weniger Fleisch essen die nächste Zeit über. Also eher mal versuchen, kein Fleisch zu essen. Was ich aber, glaube ich, sehr gut hinbekomme, weil ich ja schon eine relativ längere vegane Phase hinter mir habe. Also ohne Zwang. Ich möchte es ohne Zwang, aber ich glaube, den Käse, den behalte ich drin. Meinen Füßen geht's super. Eigentlich habe ich eine Zeit lang auf Milchprodukte verzichtet wegen meiner Füße und habe es dann ausgeweitet auf vegan, weil ich dachte, dann kannst du das auch mal testen. Und ich habe so viel Käse jetzt die letzte Zeit gegessen und meinen Füßen geht's trotzdem noch top und ich bin sehr dankbar dafür. Aber ich habe natürlich keine klassischen Milchprodukte wie jetzt Quark oder Joghurt mit reingenommen. Das werde ich auch weiterhin nicht machen. Aber jetzt werde ich das erstmal essen. Das sieht jetzt so aus. Das ist noch nicht zubereitet. Dazu gibt es für mich klassisch, wie immer, 300 Gramm TK-Brokkoli und ich freue mich schon, das jetzt gleich für mich zu würzen. Meine Lieblingsgewürze, die gibt es zwar immer noch nicht, aber ich werde jetzt wahrscheinlich ein bisschen Knoblauch dran machen und noch so ein paar andere Gewürze. Und dann zeige ich euch gleich das Endergebnis und sage euch natürlich, wie ich es für mich gewürzt habe. Jetzt geht es aber erstmal ans Eingemachte bzw. ans Brutzeln. Das ist das Endergebnis, so sieht es aus. Ich freue mich drauf, das jetzt gleich zu genießen. Ich habe Knoblauchpulver dran gemacht, beziehungsweise gemahlenen getrockneten Knoblauch. Dann habe ich hier italienische Kräuter mit dran gemacht und hier von diesem Öl, ich weiß nicht, ob man es richtig sieht, ich glaube schon, da habe ich ganz viel Rosmarin drin. Das schmeckt Bombe, das müsst ihr mal testen. Einfach Olivenöl mit Rosmarin füllen. Ich wollte eigentlich, dass das beim ersten Mal, als ich es gemacht habe, wollte ich eigentlich, dass es ziemlich schnell durchgezogen ist. Deswegen habe ich Massen reingemacht. Und jetzt liebe ich das. Jetzt mache ich immer ganz viel rein. Also das einfach nur ohne Knoblauch, nur den Rosmarin, total lecker. Kann ich nur empfehlen. Dann habe ich noch jede Menge Telly Cherry Pfeffer drüber gemacht und ein bisschen Chili gemahlen drüber. Und ich freue mich jetzt, das zu genießen. Das ist genau das Richtige. Und es ist ein perfekter Start wieder ins Tracken. Auch wenn der Start ein bisschen holprig war, aber trotzdem, das ist jetzt genau das richtige Abendessen dafür. Und ich muss es jetzt essen. Wir sehen uns gleich. Guten Abend. Mein Abend ist vorbei und das ist das erste Mal seit 3 Wochen, glaube ich. Also ein bisschen länger, keine Ahnung. Dass ich hier sitze und meine Tagesbesprechung mache. Meine Tagesendbesprechung. Und ich bin total happy darüber, weil ich jetzt merke, ich komme wieder in meine Routinen rein. Und das bereitet mir Freude. Es ist auch schön, dann zu merken, dass man mit seinem Alltag im Reinen ist, dass man gerne seinen Alltag erlebt und dass man dankbar ist, wie man ihn erlebt, beziehungsweise dass man ihn so erlebt und dass es den Alltag gibt. Gerade jetzt nach dem Urlaub und gerade auch nochmal nach Japan, bin einfach so dankbar, dass ich für mich hier eine Umgebung habe, in der ich mich sehr wohl fühle und in der ich mich in meinem Alltag auch, gut fühle. Mein Abendessen war super lecker. Ich habe ja kreativ da jetzt nicht so viel gemacht. Ich habe gedacht letzte Woche, boah, du steigst jetzt voll ein, du machst 1000 Rezepte und überlegst dir was und dann machst du das zum Abendessen und bla bla bla. Und heute habe ich gedacht, nee, vergiss es. Dein Liebster hat Froster geholt, du machst Froster und dann gehst du in die Entspannung. Ich bin auch in die Entspannung gegangen und ich bin sehr dankbar dafür, dass es für mich etwas gibt, was ich fix kochen kann, mit dem ich mich gut fühle. Ich habe Sport gemacht, ich habe es durchgezogen, ich bin super happy darüber. Also ich habe kurz dran gezweifelt, dass ich ihn mache. Wirklich kurz habe ich, bevor ich angefangen habe, habe ich dran gezweifelt, dass ich Sport mache und ich habe es dann einfach getan. Ich bin super happy, dass ich es einfach getan habe, weil ich hatte 0 Bock dazu. Ich hatte heute Morgen Bock dazu, aber jetzt eben hatte ich keinen Bock dazu und dann währenddessen, ich habe einfach gemerkt, da kommt was, meine Schultern wachsen, mini bisschen. Aber das motiviert dann natürlich, also mich motiviert das dann. Die erste Woche war auch vom Training definitiv hart. Also die letzte Woche war wirklich hart, also anstrengend, aber gut. Also heute war es anstrengend, aber ich habe gemerkt, dass ich einfach ein bisschen was aufgebaut habe. So ein bisschen was. Ja, also Sport erledigt, check. Und ich fühle mich gut damit. Das ist noch viel besser. Ich bin so froh, dass ich das durchgezogen habe, weil ich wirklich keine Lust hatte. Und es war so 50-50. Ich war natürlich nach dem Sport duschen. Und weil ich duschen war,
Habe ich auch kalt geduscht. Ich habe es durchgezogen. Ich habe ja in Japan total den Schiss gehabt, dass ich nicht mehr ins kalte Duschen reinkomme. Aber letzte Woche quasi im Urlaub habe ich so oft kalt geduscht und das Wasser ist an der Nordsee aus der Leitung definitiv kälter als hier. Aber es war hier heute auch gut kalt. Und ich bin total happy. Es war keine Überwindung. Ich habe nachher meinen frischen Kick gehabt und dass ich dann doch so schnell wieder reingekommen bin, finde ich total super, weil ich da total den Schiss vor hatte, dass das mir dann wieder alles Ewigkeiten zu kalt ist. Und es war heute einfach ein guter frischer Kick. Also kalt duschen habe ich erledigt. Eine Runde habe ich gemacht. Ich habe meine Schritte voll und ich musste heute ziemlich viel hin und her gehen. Ich habe heute sehr weit weggeparkt quasi. Ich musste jetzt hier in der Wohnung noch, ich glaube, 300 Schritte gehen und bin jetzt ein bisschen über 6000, weil ich bin wirklich nicht mehr gegangen. Ich habe mich dann wieder aufs Sofa gesetzt, weil ich absolut keine Lust dazu hatte. Aber ich bin einfach auch durch und ich werde, glaube ich, heute richtig gut einschlafen. Aber Schritte, check. Das war mein erster Tag, an dem ich mit dem Tracken wieder angefangen habe. Und ich habe ihn auch fast komplett durchgezogen. Nur, dass ich quasi vor dem Sport so einen kleinen Dattelhieper hatte, dem ich nachgegangen bin. Ich glaube, ich habe 7 Datteln gegessen mit Cashewmus, was ich nicht getrackt habe. War damit aber total d'accord. Und ich habe noch 2 Scheiben Käse gegessen. Ich habe gedacht, ja, machst jetzt ein Gedöns drum, regst dich auf oder trackst nach oder so. Und dann habe ich mich dazu entschieden, dass ich das einfach on top gegessen habe und dass heute mein erster Tag ist und dass ich dann ab morgen nichts mehr on top esse. Also ich schätze mal, alles in allem wäre ich jetzt heute auf 2000. Ich bin irgendwie happy, dass ich das jetzt so angenommen habe. Früher hätte ich das nie angenommen. Aber sonst habe ich alles getrackt und ich bin total zufrieden. Das ging eigentlich alles sehr gut, aber mein Mittagssnack, der war ein bisschen zu klein. Also so, der hat mich nicht satt gemacht, weswegen ich dann auch diesen Dattelhieper hatte nachher. Da muss ich noch gucken, dass ich da ein bisschen mehr Fülle reinkriege in Form von Gemüse. Ich bin aber sehr zufrieden mit meinem Tag. Das war mein erster richtiger Arbeitstag auch und es lief alles rund. Es hat alles funktioniert, was funktionieren sollte und dafür bin ich dankbar. Ein top erster Arbeitstag und auch für mich ein guter erster Tracktag, obwohl ich jetzt quasi noch ungetrackt die Datteln und so weiter gegessen habe. Und ich bin sehr dankbar dafür, dass dieser Tag so gelaufen ist, wie er gelaufen ist, weil er mich jetzt entspannt für den nächsten Tag. Ich bin nämlich manchmal so für erste Tage nach dem Urlaub bin ich immer so ein bisschen hektisch und dann kann ich nicht einschlafen. Also war bei mir letzte Nacht auch so. Und ja, war umsonst. Also war alles gut heute. Ich habe diesen Tag gut bewältigt. Ich werde definitiv jetzt ins Bett huschen und einfach nochmal so meinen ganzen Körper nachfühlen und wahrscheinlich sehr schnell einschlafen. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.